Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ab und zu gibt es Informationen, die so verrückt sind, dass ich selber denke, das kann doch nicht wahr sein. Und wie ihr es auf diesem Kanal kennt, gehe ich natürlich dann auf die Suche nach Quellen, nach Informationen. Und hier und da ergibt es sich, dass so eine verrückte Information doch wahr ist. Ja, und eine dieser Informationen, die leider wahr ist, ist, dass das Ärzteteam von Real Madrid wochenlang das falsche Knie von Kylian Mbappé diagnostiziert hat. Und ich schätze mal, wir alle haben die gleiche Frage. Wie soll so etwas möglich sein? Der weiß doch selber, dass ihm sein linkes Knie wehtut. Er muss es doch merken, wenn sie sein rechtes behandeln. Ja, alle Antworten auf diese Fragen habe ich in diesem Video. Es kann einfach nicht wahr sein. Ja, und als wenn das nicht genügend verrückte Informationen für ein Video wären, kommt gestern aus Spanien die Information, dass der große Traum von Achraf Hakimi ist, zurück zu Real Madrid zu kommen. Und er selber würde aktiv an einem Transfer arbeiten. Ja. Was da los ist, wer die Quelle ist, was ich davon halte, natürlich alles in diesem Video. Und damit es nicht nur verrückt wird, damit wir dieses Video auf einem positiven Fuß beenden, habe ich für euch eine Überraschung. Arda Güler hat ein exklusives Interview gegeben für Twitter von Real Madrid. Ich habe dieses Interview für euch. Es ist sehr interessant. Er redet über sein Leben in Spanien, über Rituale, über Real Madrid. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wie ihr hört, ein vollgepacktes, verrücktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor ich mit den ganzen verrückten Infos heute anfange, fange ich mit etwas an, was überhaupt nicht verrückt ist. Nämlich dieses wunderschöne Emblem. Schaut euch die Details an, hört euch die Verarbeitung an. Also absolut stabil, und das ist natürlich von meinem Partner Dalux Design. Geht auf die Seite dalux-design.de, lasst euch so ein Wappen für euch ausrechnen. Und ich weiß, viele von euch sind ja gar keine Madrid-Fans. Ist auch okay, nicht jeder ist perfekt. Aber ich weiß, es gibt bei mir Fenerbahce-Fans, Beşiktaş, Galatasaray, Liverpool, Bayern, Dortmund, alles schon gesehen. Macht euch keine Sorgen. Dalux Design hat für jedes Emblem, selbst wenn ihr für euer eigenes Unternehmen ein Emblem machen wollt. Ich überlege zum Beispiel, mir eins mit meinem Real Mario 1902 Emblem zu machen. Kein Problem, ihr könnt euch da Angebote reinholen, ihr könnt denen auch einfach eine E-Mail schreiben, ich schreibe euch alle Informationen natürlich in die Box, und das Beste an allem: das Ganze gilt noch ungefähr 3 Wochen, also beeilt euch. Wenn ihr den Code eingibt, Mario10, kriegt ihr 10% Rabatt. Also, ich kann euch nur eins sagen: jeden Tag, wenn ich in mein Studio komme, bin ich hellauf begeistert, wenn ich dieses Emblem sehe. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ja, und fangen wir erst einmal mit der wenigst verrückten Information an, nämlich, dass Achraf Hakimi davon träumt, zurück nach Real Madrid zu kommen. Wir alle wissen, er stammt aus der Jugend von Real Madrid, hat auch in der Champions League Saison damals fast 1000 Minuten gespielt. Also er ist Champions League Sieger mit Real Madrid. Dann konnte er sich logischerweise damals nicht gegen einen Dani Carvajal durchsetzen, ist verliehen worden nach Borussia Dortmund, und als die Pandemie da war und das Geld rechts und links knapp wurde, hat Inter Mailand ein Angebot an Madrid abgegeben, das Real Madrid nicht ablehnen konnte damals. Das waren, glaube ich, 45 Millionen Euro. Ja, Real Madrid konnte das sehr gut gebrauchen. Danach ist er von Inter Mailand nach Paris gewechselt, und wir alle sind der Meinung, oder sehr viele sind der Meinung, er ist der beste rechte Verteidiger der Welt. Für mich er und Trent Alexander-Arnold die besten rechten Verteidiger, aber da hat jeder seine eigenen Geschmäcker. Ja, und gestern dann die Information von Ramón Álvarez de Mon. Ramón Álvarez de Mon, ihr wisst, eine der besten Quellen in der Welt von Real Madrid. Und der ist eigentlich niemand, der Informationen erfindet. Seine Informationen, laut seiner Quellen, ist, dass der marokkanische Kapitän unbedingt wieder nach Real Madrid möchte. Erstens, es ist sein Jugendverein, es ist sein Herzensverein, und zweitens möchte er auch gerne wieder mit seinem besten Freund Kylian Mbappé zusammenspielen.
Dieser Transfer wäre vor einigen Wochen, vor einigen Monaten noch unmöglich gewesen. Doch Ramon Álvarez Demon nennt 3 Gründe, die einen Achraf Hakimi denken lassen, dieser Transfer könnte möglich sein. Obwohl er sehr, sehr schwer ist. Ramon Álvarez Demon macht auch die ganze Zeit klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber aus diesen 3 Gründen sieht Achraf Hakimi eine Möglichkeit. Grund Nummer 1, die Beziehungen zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain sind wesentlich entspannter, wesentlich besser, seit Real Madrid aus der Super League ausgestiegen ist. Seitdem haben wir ja auch gehört, wie Nasser Al-Khelaifi sehr positiv über Florentino Perez, über Real Madrid geredet hat. Also die Fronten sind nicht mehr so verhärtet. Grund Nummer 2, Achraf Hakimi geht davon aus, dass Paris Verständnis dafür hat, dass er zu seinem Jugendverein zurück möchte. Er sieht da eine Möglichkeit. Und Grund Nummer 3, Achraf Hakimi hat in Frankreich zurzeit gerichtliche Probleme. Ein Verfahren steht gegen ihn an und er denkt, Paris könnte das verstehen, dass er sich da ein bisschen rausziehen möchte aus dieser Geschichte, diesem ganzen Trubel ein bisschen entfliehen möchte. Ja, das sind die Gründe, warum Achraf Hakimi denkt, es ist vielleicht möglich, eine Verhandlung könnte passieren. Er hat selber einen Vertrag bei Paris bis 2029. Ja, und wenn ihr mich persönlich fragt, ich halte so einen Transfer für unmöglich. Ich weiß, ein Dani Carvajal, so wie es aussieht, wird Real Madrid am Ende der Saison verlassen. Ich hoffe irgendwie nicht, ich hoffe, er fängt sich noch, er ist eine Legende, er ist ein Leader, wichtig für die Kabine. Ich hoffe einfach, dass Dani Carvajal bleibt. Ich habe eins der Trikots in diesem Jahr, ist von Dani Carvajal, also ich liebe ihn. Aber sollte er gehen, braucht Real Madrid ein Backup. Ich weiß aber nicht, ob dieser Zweikampf zwischen Hakimi und Trent zu krass wäre, einen davon auf der Bank zu lassen oder ob du den Trent dann als einen rechten Flügel stellst auf die 6. Ich habe alle Möglichkeiten schon gelesen. Das sind allerdings die Informationen von Ramon Álvarez Demon. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Hättet ihr Hakimi gerne bei Real Madrid? Ja, und jetzt kommen wir zu dieser unglaublichen Nachricht. Wie gesagt, ich habe die Information gelesen und konnte die selber nicht glauben. Ich habe zuerst gelacht und gedacht, nee, das ist fake. Dann bin ich weiter in die Tiefe gegangen. Ja, und der Erste, der davon berichtet hat, ist RMC Sports in Frankreich. Die sind sehr gut mit der Familie Mbappé vernetzt. Ja, hören wir uns die erste Information an. Aber was man sich so erzählt, wie man in Anführungszeichen in eingeweihten Kreisen sagt, ist, dass der Patzer absolut gewaltig ist. Und ich sage dir, was man sich in eingeweihten Kreisen erzählt, sie haben bei Real das falsche Knie untersucht. Da kann ich. Das ist schwer zu glauben. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist wie im Film. Also Gilbert, wenn du in so einer MRT-Röhre liegst, kann man sich tatsächlich im Knie irren. Das ist schon vorgekommen. Tja, und genau das ist passiert. Ja, ihr habt es selber gehört, es soll da im MRT zu Problemen gekommen sein. Ich erkläre euch ganz genau, wie das passieren kann, denn ich habe mich natürlich da informiert. Nachdem RMC Sports das berichtet hat, hat auch Ramon Álvarez Demon wieder einmal gestern ein Video gemacht mit der Aussage, ja Leute, das ist eine dieser Informationen, die ich seit Monaten zurückhalte, weil ich Real Madrid nicht schaden möchte, den Ruf von Real Madrid nicht schaden möchte. Aber diese Information hatte ich auch. La Cope hat die Information bestätigt. Heute Morgen hat El Larguero diese Information separat auch nochmal bestätigt. Die haben gesagt, wir konnten es nicht glauben, haben unsere Quellen angezapft und es ist wahr. Der Marca hat das Ganze nochmal bestätigt. Ja. Und Ramon Álvarez Demon hat in einem Video gestern so ein bisschen erklärt, wie das passiert ist. Hören wir uns das zusammen einmal an. Anfang Dezember, okay, Mbappé bekommt einen Schlag ab im Spiel gegen Celta im Bernabeu. Er hinkt danach etwas und nun ja, der Spieler hat Schmerzen. Es werden Tests gemacht, bei denen man feststellt, dass da eine Knieverstauchung ist. Und wo liegt nun das Problem? Nun, das Problem tritt kurz darauf auf, als ein Kontroll-MRT gemacht wird und das MRT ergibt, dass er nichts mehr hat. Es ist ein Kontroll-MRT und Mbappé hat angeblich nichts mehr. Tatsache ist, dass Mbappé weiterhin Schmerzen hat. Er beklagt sich weiter, aber die,
Die medizinischen Dienste sagen ihm, es gäbe nichts zu befürchten, die Verletzung sei ausgeheilt. Mbappé spielt unter anderem das Spiel gegen Talavera, nicht wahr? Wofür er so kritisiert wurde, dass er gespielt hat, weil man ihm eben sagte, er habe nichts. Und in gewissen Momenten pausiert er wie gegen City, weil er immer noch Schmerzen hat und man ihm weiterhin sagt, dass da nichts sei, okay? Tatsache ist, nun, ich möchte keine Details oder bestimmte Namen nennen, okay? Aber plötzlich bemerkt jemand aus dem medizinischen Stab von Real Madrid, dass das Kontroll-MRT nicht vom linken Knie gemacht wurde, welches von der Verstauchung betroffen ist oder war, sondern dass das Kontroll-MRT vom rechten Knie gemacht wurde, welches völlig gesund war. Es wird ein neues MRT gemacht und man stellt fest, dass die Verstauchung immer noch da ist, weil er nicht lange genug pausiert hat. Und außerdem gibt es eine Synovitis, eine Knieentzündung als Folge der Überlastung. Ja, also Kylian Mbappé hat am 7. Dezember gegen Celta Vigo einen Schlag abbekommen. Daraufhin hatte er Schmerzen am linken Knie. Natürlich wusste er, dass es das linke Knie ist. Die Ärzte, das gesamte Ärzteteam, alle wussten, dass es das linke Knie ist. Er ist in ein MRT geschickt worden und da passiert der Fehler. Als die Ärzte von Real Madrid sich das MRT anschauen, schauen die leider aufs falsche Knie. Ich habe so etwas für unmöglich gehalten. Gott sei Dank habe ich im Freundeskreis jemanden, der in einem der größten Krankenhäuser Deutschlands arbeitet. Und der macht seit über 20 Jahren MRTs. Ich habe dann gefragt, ist sowas eine Sache? Passiert sowas? Ja, die Antwort ist ernüchternd und die Antwort war, Menschen machen Fehler. Ich meine, wir alle haben schon davon gehört, dass Ärzte bei Operationen Sachen im Patienten drin vergessen, Scheren, Verbänder etc. Also ja, die Antwort war, solche Fehler passieren circa in 5% der Fälle. In der Medizin nennt man das Seitenverwechslung. Ich meine, wie soll man das auch anders nennen? Ja, aber dann ist natürlich immer noch die große Frage, Kylian Mbappé muss doch merken, wenn sie sein rechtes Knie behandeln und sein linkes tut ihm weh. Der ist ja nicht dumm. Ja, und auch darauf ist die Antwort leider sehr, sehr simpel und umso peinlicher. Es gab keine Behandlung. Die Ärzte von Real Madrid haben sich das Knie angeschaut, was keine Probleme hatte, und haben Kylian Mbappé gesagt, da ist nichts, du kannst spielen. Und Kylian Mbappé hat sich gedacht, hä? Alles klar, und er hat gespielt. Unter anderem gegen Talavera, dieses Spiel, wo er so kritisiert wurde, ja. Und als er dann gesagt hat, es tut immer noch weh und die Ärzte immer wieder gemerkt haben, da ist aber nichts, dann ist jemand aus der medizinischen Abteilung von Real Madrid, zumindest das, selber auf den Gedanken gekommen, hör mal, in 5% der Fälle, nicht, dass wir uns im Knie vertan haben. Ja, und das war der Fall. Als Kylian Mbappé das mitbekommen hat, sind ihm natürlich die Sicherungen durchgebrannt. Ich verstehe ihn natürlich. Es geht um seine Gesundheit, um seine Karriere, um sein Leben. Und dann ist er nach Paris gegangen. Und wie gesagt, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass unsere Spieler kein Vertrauen ins medizinische Team haben. Das soll unter anderem auch einer der Gründe gewesen sein, warum Mihic zurückgekommen ist. Ja, traurig. Und ich habe Verständnis, dass Menschen Fehler machen. Ich habe Verständnis, dass das in 5% der Fälle passieren kann. Aber wir sind Real Madrid. Wir reden über das größte wirtschaftliche Gut, was wir im Verein haben, Kylian Mbappé. Da gucke ich doch 3 oder 4 oder 5 Mal drüber. Vor allem, wenn der Spieler mir sagt, es kann nicht alles so in Ordnung sein, mein Knie tut mir weh. Dann mache ich noch ein MRT und noch ein MRT, dann mache ich 5 MRTs und gucke mir alles an. Dann hole ich mir einen zweiten, einen dritten Arzt dazu. Das kann doch nicht die Arbeitsmoral von Real Madrid sein. Ja, und um das Ganze noch schlimmer zu machen, wir erinnern uns an die Ernährungsberaterin, die damals vom Hof gejagt wurde. Ja, die hat gestern in einer Instagram-Story geschrieben, ja, wundert mich nicht, dass so etwas passiert. Die erstellen Ernährungspläne für ihre Spieler anhand von einer kostenlosen ChatGPT-Version. Ey Leute, wenn es knapp ist mit dem Geld, ruft an, ich helfe euch, ich bezahle euch Premium ChatGPT, wenn es dafür um die Gesundheit unserer Spieler geht. Das ist doch nicht unser Ernst. Und auch wenn ich gerne sagen würde, die macht das nur, weil die nachtreten möchte, weil die sauer auf Real Madrid ist. Wir alle kennen die Verletzungsgeschichte der letzten 2 Jahre von Real Madrid. Wir alle wissen, da kann ja etwas nicht mit richtigen Dingen vorgehen. Wir alle haben gesehen, dass Rodrigo mit einem gerissenen Kreuzband und Meniskus noch eine halbe Stunde spielen musste.
Wir alle haben gesehen, dass Thibaut Courtois, obwohl er beim Warmmachen schon angeschlagen war, gegen Manchester City noch eine Halbzeit gespielt hat. Deshalb verlieren wir ihn jetzt vielleicht den Rest der Saison. Also wen wundert es, dass solche Fehler bei Real Madrid passieren? Ja, es ist peinlich, es ist beschämend, aber auch unangenehme Wahrheiten werden auf diesem Kanal immer angesprochen. Lasst mir eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren, ich bin immer noch fassungslos. Ja, wie gesagt, aber ich habe euch versprochen, wir beenden dieses Video auf einem positiven Fuß mit positiven Nachrichten. Real Madrid hat explizit für ihre Twitter-User eine Serie, die heißt Real Talks. Und da werden Spieler von Real Madrid eingeladen, werden persönliche Fragen, die Fans können Fragen stellen etc. Ja, und die Spieler antworten auf diese Fragen. In dieser Woche oder vorletzte Woche war der auserwählte Arda Güler, jemanden, den wir sehr selten vor Kameras sehen, zumindest wenn es um Interviews geht. Ja, und es wurde interessante Fragen gestellt von den Fans. Es ging dazu, wie das Leben in Spanien ist, wie er bei Real Madrid, wie es ist, da zu spielen, ob er Rituale hat, etc. Und ohne euch jetzt zu lange auf die Folter zu spannen, hören wir uns mal die Antworten von Arda an. Natürlich freue ich mich, alle meine Teamkollegen zu sehen und ich liebe Fußball spielen, mit ihnen Zeit zu verbringen, im besten Verein der Welt, in den besten Trainingsanlagen. Natürlich verstehe ich mich mit all meinen Freunden sehr gut. Ich habe großen Respekt vor ihnen allen und kann jeden Tag etwas von ihnen lernen. Seit dem Tag, an dem ich gekommen bin, verstehe ich mich sehr gut mit Brahim, Fede, Thibaut, Rüdiger, Alaba, Dean, den ich nicht aufgezählt habe, und vielen anderen Freunden und meinem Bruder. Mit allen verbringe ich eine sehr gute Zeit. Real Madrid treibt mich ohnehin dazu an, in jeder Hinsicht besser zu werden. Hier zu spielen stellt Anforderungen, doch ich habe mich mental weiterentwickelt. Täglich versuche ich mich zu steigern, indem ich von den besten Spielern lerne. Ich habe das schon zuvor getan. Ich wollte schon immer so ein Tor schießen. Ich habe die Qualität dafür. Steht der Torwart weit vorne, versuche ich es. Ich war überglücklich über das Tor. Das geschah spontan während des Spiels. Vor den Spielen denke ich darüber nach und plane für den Ernstfall auf dem Feld. Aber in diesem Moment ist alles ganz plötzlich passiert. Und ich habe dann aus der Distanz so ein Tor geschossen. Hast du ein Vorbereitungsritual? Ich bete davor, bereite mich vor und betrete den Platz immer mit dem rechten Fuß. Das sind meine Rituale. Hallo Arda. Konnten Sie sich einleben? Wie ist die Kultur? Ich habe mich an Spanien gewöhnt. Die Kultur ist der türkischen sehr ähnlich. Man könnte fast von 2 Bruderländern sprechen. Ich mag die Siesta-Kultur, denn ich liebe es schon immer, mittags ein Nickerchen zu machen. Das macht mich sehr glücklich. Wie sieht deine tägliche Routine aus? Hast du irgendwelche Hobbys wie Lego bauen oder malen, abgesehen von etwas mit Sport? Meine tägliche Routine sieht so aus. Ich gehe zum Training, nachdem ich gefrühstückt habe. Nach dem Training trainiere ich hier in den Fitnessstudios der Anlage. Wir machen unsere Übungen hier mit unseren Physiotherapeuten. Wenn ich nach Hause komme, esse ich zu Mittag. Wenn ich mich ein wenig ausruhen kann, ruhe ich mich aus. Wie gesagt, ich liebe es, Siesta zu machen. Ich mache ein kleines Mittagsschläfchen. Dann arbeite ich abends vielleicht wieder mit meinem Physiotherapeuten. Vielleicht versuche ich auch Dinge wie die Sauna oder Kälteanwendungen zu nutzen, um mich besser auf den nächsten Tag vorzubereiten. So sehen meine täglichen Routinen aus und ich verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Als Hobby kann ich jede Aktivität nennen, die ich mit meinen Freunden mache. Jeder Moment, den ich mit ihnen verbringe, macht mich sehr glücklich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe zu diesen Antworten sehr viele verschiedene Gedanken. Mein erster Gedanke war, der will in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo treten. Die fragen ihn so, was machst du in deiner Freizeit? Und seine Freizeit ist trainieren, sich gesund ernähren, ins Eisbad, in die Sauna, mit meinem Physio. Sein ganzes Leben dreht sich um Fußball. Dann am Ende, ja okay, und alles, was ich mit meinen Freunden mache. Aber der Junge, der möchte voll und ganz Profi bei Real Madrid sein. Das hört man bei jedem einzelnen Wort. Als Madridista könnten wir nicht glücklicher darüber sein. Das sind die Charaktere, das sind die Profis, die du in deinem Verein haben möchtest. Also, und wenn der im Laufe der Jahre immer mehr Gewicht in der Kabine dazu gewinnt, dann wird er irgendwann auch ein Model für die ganzen Jüngeren kommen, die hinterherkommen und sehen, verdammt, ein Arda Güler reißt sich 18 Stunden am Tag den Arsch auf, um Profi von Real Madrid zu sein. Dann kann ich nicht mit meinen Freunden Party machen gehen. Also wie gesagt, sehr, sehr stolz auf den Jungen. Dazu natürlich das, was ein Marco Asensio in der Türkei gesagt hat, sagt ein Raúl, sagt ein Arda Güler auch in Spanien. Also die Länder sind sich sehr gleich. Die Siesta macht er sehr gerne, mache ich übrigens auch sehr gerne. Also wer keine Siesta macht, überlegt es euch. Ja, interessant fand ich auch, wie er gesagt hat,
In Madrid wird immer alles von dir abverlangt. Die machen mich zu einem besseren Spieler und auch, ja, dass er sich sehr wohl fühlt, dass das eine Familie für ihn ist, dass er sehr viele Freunde hat, dass er sich mit allen gut versteht. Ja, und ich bin immer sehr froh, das aus seinen eigenen Worten zu hören, weil andersrum wird ja erzählt, dass die Kabine extrem gegen ihn ist oder immer wieder gibt es Gerüchte, dass einige gegen ihn sind. Er selber sagt, er versteht sich sehr gut mit den Spielern von Real Madrid. Er kommt da sehr gut an und fühlt sich sehr, sehr wohl. Ja, das war das heutige Video. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu diesem Video sagen werdet. Was sagt ihr zu der Verrücktheit Kylian Mbappé? Was sagt ihr zu Achraf Hakimi? Was sagt ihr zu Arda Güler? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Denkt dran, geht auf Dalux Designs, holt euch eure 10%. Das lohnt sich. Also, wie gesagt, so ein Ding hast du ja nicht für einen Monat. So ein Ding hast du ja für 10 Jahre oder was auch immer. Also die Qualität ist top und ich bin immer glücklich, wenn ich sehe. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, morgen wird es garantiert nicht so spektakulär. Hoffe ich zumindest. Bis dahin sage ich einfach mal. A la Madrid!